Nachdem wir uns vor einigen Monaten hier auf meinem Kanal den LG C5 als auch den LG G5 sehr genau angeschaut haben, bleibt uns für dieses Jahr nur noch ein OLED-TV-Modell des genannten Herstellers, der LG B5. Das Modell für die Einsteigerklasse und somit auch der technisch kleinste OLED-TV aus dem Hause LGs. Für mich ist besonders interessant, wie sich der B5 im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem B4, schlägt, denn dieser war letztes Jahr durchaus die Preisklassenreferenz. Insbesondere interessiert mich aber auch, inwieweit sich die Kluft zwischen den einzelnen LG OLED-Modellen darstellt, denn der Unterschied zwischen dem C5 und dem G5 ist gewaltig. Ist somit die Kluft zwischen dem B5 und C5 ebenfalls so ausgeprägt? Um dies herauszufinden, habe ich nun für euch den LG B5 OLED TV organisiert, um diesen hier auf meinem Kanal für ein ausführliches Review-Video zu testen. Bevor dieses Review-Video in ein paar Wochen erscheint, würde ich sagen, schauen wir uns den B5 in diesem Video mal aus der Sicht der Verarbeitungsqualität an. Als auch, und das ist natürlich klar, werfen wir einen ersten Blick auf die Leistungsfähigkeit in Form der HDR-Spitzenhelligkeit und Farbqualität, sodass wir uns einen ersten Eindruck vermitteln können. Ich würde sagen, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Der B5 stellt den dritten und somit letzten OLED-TV für das Jahr 2025 aus dem Hause LG dar. Dieses Jahr bekommt ihr den LG OLED in 5 unterschiedlichen Größen, von 48 bis 83 Zoll. Rein vom Datenblatt her scheint sich bis auf Seiten des SoCs wohl wenig verändert zu haben, was mir schon so 1 bis 2 Sorgen in Sachen Bildqualität macht. Okay, ich würde sagen, schauen wir uns nun den B5 mal in Sachen Verarbeitung genauer an. Beginnen wir dafür mit der Vorderseite. Wenn wir uns den B5 so von vorne anschauen, bekommen wir auch hier das gewohnte Design zu Gesicht, welches LG letztes Jahr bei der B-Reihe eingeführt hat. Optisch quasi 1:1 der gleiche TV. Sehr minimalistisch und elegant, auch wenn mir dieses Jahr rein optisch und somit subjektiv erneut die kleinen Standfüße weniger gefallen. Wenn wir uns den B5 nun weiter näher anschauen, dann stellen wir sehr schnell fest, dass es sich um das BG-Modell handelt. Das will ich gar nicht speziell auf die Preisklasse beziehen, sondern rein auf die Materialwahl. Während beim C- und G-Modell sehr viel hochwertiger Kunststoff als auch Metall zum Einsatz kommt, wird dies beim B5 vergeblich gesucht. Schön finde ich aber, dass ich dieses Jahr davon verschont bleibe, ein Fabrikat erwischt zu haben, welches in Sachen Qualitätskontrolle hätte eigentlich aussortiert werden müssen. Jedenfalls, ungeachtet dessen, macht der B5 aber auch von näher einen sehr guten Eindruck und sieht rein optisch hochwertiger aus, was mir durchaus gefällt. Ansonsten ist die Panel-Anfassung LG-typisch wieder sehr gut. Alles ist passgenau verbaut und verarbeitet. Hier muss sich der B5 nicht hinter dem C5 oder G5 verstecken. Sehr gut. Bevor es weitergeht, möchte ich kurz 1 bis 2 Worte zum Panel verlieren. Der LG B5 setzt, genauso wie sein Vorgänger als auch der C5, auf das OLED-EX-Panel, dem kleinsten OLED-Panel aus der Mache von LG Display. Wobei der C5 hier im Vergleich zum B5 auf den Brightness-Booster-Algorithmus zugreifen kann, als auch auf 144 Hz. Das weist der B5 nicht auf, aber immer noch sehr gute 120 Hz. Wie sich das leistungstechnisch auswirkt, wird dann mein Test genau offenbaren. Jedenfalls bietet der B5 dank dem OLED-X-Panel eine effiziente Panel-Ausstattung und somit eine sehr solide OLED-Technik. Werfen wir nun einen Blick auf die Rückseite. Nun, da der B5 auf das gleiche Design setzt wie sein Vorgänger, bekommen wir natürlich eine ähnliche Optik zu sehen. So hat auch der B5 die Kohlefaser-Panel-Rückwand, welche dieses Jahr übrigens einen Marmor-Look trägt, was ihn wertiger wirken lässt, als auch deutlich leichter macht. Ja, leichter, so rein vom Gewicht her ist auch der B5 wieder ein Fliegengewicht. Des Weiteren können wir dann den bekannten Kunststoffkorpus entdecken, in dem sich die gesamte Technik verbirgt, vom Logic-Board bis hin zum Netzteil. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Einzige, was mich wieder etwas verstört, ist die Tatsache, dass ein Teil der Anschlüsse nach hinten rausgehen. Vor allem 2 HDMI-Ports als auch der LAN-Anschluss. Für die Wandmontage leider recht suboptimal.
Wenn wir uns die Rückseite nun näher anschauen, gibt es hier rein von der Verarbeitung her wenig zu meckern und für die Preisklasse mehr als erhaben. Ich sehe den B5 hier auf dem Niveau des C5, nur halt ohne Metallrahmen. Das Design macht echt was her und auch rein von der Haptik her fühlt sich der B5 rückseitig sehr gut an. Lediglich der Kunststoffkorpus wirkt auch wieder im Vergleich etwas minderwertig, zwar grundsolide und nicht hohl, aber schon optisch schlechter als die Panel-Rückwand. Aber dies ist beim C5 exakt genauso. Jedenfalls zeigt der B5, dass im günstigen Preissegment eine vernünftige Rückseite möglich ist. Schauen wir uns nun noch kurz die Standfüße an. Diese sind entgegen dem Rest erneut aus vollem Metall gefertigt und fühlen sich somit sehr wertig an. Sie können auch sehr leicht mit 2 längeren Schrauben montiert werden und sitzen absolut fest. Sehr gut. Schade finde ich auch dieses Jahr wieder, dass sie lediglich an einer Position montiert werden können und sich der TV auch nicht in der Höhe variieren lässt. Etwas ernüchternd, vor allem vor dem Hintergrund, sollte eine größere Soundbar oder ein größerer Center-Lautsprecher zum Einsatz kommen. Machen wir weiter mit den Anschlüssen. Bevor wir zum I/O-Bereich kommen, muss ich wieder 1 bis 2 Worte zum verbauten Stromkabel verlieren. Auch beim LG B5 wird das Stromkabel wieder fest verbaut. Ich habe keinen blassen Schimmer, wieso, weshalb, warum dies so gemacht wird. Jedenfalls, wenn ihr den B5 an die Wand hängen wollt, solltet ihr eine Verlängerung für die Stromzufuhr mit einplanen. Das verbaute Kabel ist nämlich recht kurz und ich kann mir vorstellen, dass dies ziemlich hinderlich sein kann. Neben dem Stromkabel gibt es natürlich noch die Sektion für die Eingangssignale und die schauen wir uns nun im Detail an. Angefangen an der Seite von oben nach unten sehen wir den Schacht für das CI-Kartenmodul, wo ihr eure Karte einlegen könnt zum Entschlüsseln von TV-Signalen. Darunter sehen wir dann einen USB 2.0 Anschluss mit einer maximalen Übertragungsrate von 450 Megabit pro Sekunde. Zum Betreiben von USB-Sticks, um zum Beispiel Mediendateien abzuspielen. Das Anschließen einer klassischen 2,5 Zoll Festplatte kann unter Umständen nicht funktionieren, da die Stromleistung des Anschlusses schnell überschritten sein kann. Weiter geht es nun mit den darunterliegenden HDMI-Anschlüssen, in dem Fall HDMI 1 und 2. Beide Ports bieten hier den vollen Support für HDMI 2.1a und das mit 48 Gigabit pro Sekunde. Unterhalb von HDMI 1 und 2 bietet der P5 hier noch die Anschlüsse des Single-Tuners, in diesem Fall für SAT als auch terrestrisch bzw. Kabel-TV. Schauen wir uns nun die rückseitigen Anschlüsse an und dort bewegen wir uns von oben nach unten. Angefangen mit den weiteren HDMI-Ports, in dem Fall HDMI 3 und 4, welche ebenfalls die Vollunterstützung für HDMI 2.1a bieten und das auch mit 48 Gigabit pro Sekunde. Darunter sehen wir dann einen weiteren USB-Anschluss, welcher erneut nur mit USB 2.0 daherkommt und dementsprechend limitiert ist wie der seitliche USB-Anschluss. Links unterhalb des USB 2-Anschlusses sehen wir dann den obligatorischen Toslink-Anschluss, woran ihr ein Soundsystem optisch anschließen könnt und darüber Audioformate wie PCM 2.0 und Dolby Digital mit bis zu 5.1 ausgeben könnt. Ja, und zu guter Letzt sehen wir noch einen Ethernet-LAN-Port, womit ihr den TV mit eurem heimischen Netzwerk und somit natürlich mit dem Internet verbinden könnt. Integriertes WLAN bietet der B5 natürlich auch. Okay, das dazu. Machen wir nun weiter mit meinen ersten Messdaten. Bevor wir damit starten, aber kurz der Hinweis. Bei den folgenden Messdaten handelt es sich wieder um sehr frühe Messwerte, die ich gesammelt habe, kurz nachdem ich den TV erstmalig in Betrieb genommen habe. Bedeutet, dass diese noch nicht die Aussagekraft haben, als jene, die ich euch später im großen Review-Video präsentieren werde. Da der TV noch keine Einspielzeit hatte und somit noch nicht die Chance hatte, sein volles Potenzial zu entwickeln. Dementsprechend dienen diese Messwerte nur für einen groben ersten Eindruck, um zu schauen, wo die Reise ungefähr hingeht. Alles klar, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Beginnen wir mit der HDR-Spitzenlichtleistung. Gemessen habe ich diese im Filmmaker-Mode Bildmodus und diesen nach Norm eingestellt. Forciert auf eine Farbtemperatur von 6500 Kelvin. Sowohl im Testbild als auch Realbildszenario. In einem 1% Testfenster liefert der B5 eine HDR-Spitzenhelligkeit von knapp 700 Nit. Nun, entgegen meiner Hoffnung, arbeitet der B5 hier exakt auf dem ähnlich unterdurchschnittlichen Niveau seines Vorgängers.
Er ist zwar knapp 40 Nit heller, aber dies kann mit dem menschlichen Auge im Vergleich zum B4 nicht ausgemacht werden. Fakt ist damit aber auch wieder, dass er wohl wieder unter der Leistung eines AEG C1 aus 2021 arbeitet. Ich hatte es mir echt erhofft, hier endlich das Niveau eines AEG G1 präsentiert zu bekommen. Wenn wir uns dann das 10% Fenster anschauen, bestätigt sich das Ganze. Hier liefert der B5 ebenfalls eine HDR-Spitzenhelligkeit von knapp 700 Nit und somit natürlich auf einem absoluten Low-End-Level. Zwar immer noch gut oberhalb der 540 Nit-Vorgabe der UHD Alliance und somit theoretisch voll HDR-tauglich, nur wenn ich bedenke, dass es einen AEG C4 momentan für den gleichen Preis gibt und der gut 30% mehr Lichtperformance bietet, dann sind 700 Nit einfach nur ernüchternd. Okay, das dazu. Nun geht es weiter mit meiner Realbildmessung und hier schafft der B5 eine HDR-Spitzenhelligkeit von ca. 685 Nit. Damit ist er auch hier knapp 40 bis 50 Nit heller als der B4. Das ist etwas, was so gesehen erfreulich ist, da es den Anschein macht, dass auch der B5 wohl nicht mit einem aggressiven Auto-Brightness-Limiter zu kämpfen hat. Aber auch hier die Bestätigung pures Low-End und somit auf dem Niveau von 2020. Alles klar, das zur HDR-Lichtleistung. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die Farbqualität. Auch hier möchte ich kurz anmerken, dass ich jene Werte von einem brandneuen TV gesammelt habe, welcher noch keine Einspielzeit hatte. Die nachfolgenden Werte können sich noch deutlich verändern im späteren Review-Video. Okay, gesammelt habe ich die Werte wieder im Filmmaker-Mode, diesen wieder nach Norm eingestellt und das Ganze im BT709 Farbraum und somit im SDR-Betrieb. Wenn wir uns meine erste Messung so anschauen, ja, da sehen wir wieder den OLED-X-typischen Grünstich. Letztes Jahr hatte der B4 hier tatsächlich eine gute Kompensation erhalten, was dem B5 erstmal auf Basis dieses Ersteindrucks verwehrt bleibt. Das Gute ist, das kann sich nach den 50 Stunden Einspielzeit und mehreren Refreshs noch deutlich verändern. Jedenfalls auf Basis dieser Messwerte hat der B5 einen sichtbaren Grünstich und dank der Blausenke ist das Bild in sich auch eher wärmer abgestimmt. Dies können wir auch in der ersten D65-Messung sehen. Da kommt der B5 auf ca. 6300 Kelvin, was jetzt keine Vollkatastrophe darstellt, aber durchaus sichtbar ist. Der Farbraum hingegen ist für diese erste rudimentäre Messung gar nicht mal so schlecht. Er trifft alle primären als auch sekundären Farben fast perfekt, was mir durchaus Hoffnung macht, dass wir dann im großen Review-Video in ein paar Wochen möglicherweise die eine oder andere Überraschung in Sachen Werkskalibrierung erwarten können. Das könnte ziemlich spannend werden. Okay, dann würde ich sagen, ist es nun Zeit für ein erstes Fazit. Grundlegend präsentiert uns auch der B5 hier eine gute Vorstellung. Beginnend mit der Verarbeitungsqualität. Diese würde ich als gut bis sehr gut einordnen. Vor allem die sehr genaue Verarbeitung des Panelgehäuses und Rahmen möchte ich hier positiv erwähnen. Aber auch an sich macht der B5 optisch einen wertigen Eindruck, auch wenn die Materialwahl preisklassen-typisch ist und somit überwiegend Kunststoff statt Metall zum Einsatz kommt. In Sachen Bildperformance konnten wir hier im ersten Eindruck feststellen, dass LG in der Einsteigerklasse erneut keine Anstalten macht, die Lichtperformance signifikant anzuheben und lässt den B5 trotz performantem OLED-X-Panel irgendwo bei knapp 700 Nit glimmen. Schade. Von der Bildabstimmung her hat der B5 hier im ersten Eindruck so seine 1 bis 2 Probleme. Vor allem der OLED-DX-typische Grünstich mit einer leicht zu warmen Abstimmung konnte ausgemacht werden. Dafür ist der gemessene Farbraum unerwartet akkurat kalibriert, was Hoffnung macht, dass er nach der Einspielzeit das eine oder andere Ass aus dem Ärmel schütteln könnte. Jedenfalls scheint der AEG B5 hier im ersten Eindruck den Anschein zu machen, dass auch dieses Jahr die AEG OLED B-Reihe erneut mehr auf der Stelle tritt, als Fortschritte zu machen. Mein großes Review-Video in ein paar Wochen wird zeigen, ob dies an dem ist und wenn ja, ob AEG sich gegebenenfalls hier nicht selbst ein Bein stellt. Ja, und mit diesen Worten sind wir nun am Ende dieses Videos angekommen. Sollte euch das Video gefallen haben, so gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und um das große Review-Video nicht zu verpassen, solltet ihr das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen, sowie natürlich das Aktivieren der Glocke. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne OLED-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!